Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Auf einen steilen Felsen in Mittelsachsen erhebt sich über der Schopau die wohl schönste Ritterburg Sachsens, die Burg Kriebstein. Sie wurde im 14. Jahrhundert gegründet und liegt in der gleichnamigen Gemeinde Kriebstein, 20 Kilometer südwestlich von Döbeln und einige Kilometer nordöstlich von Mittweida. Die Burg Kriebstein erbaute in den Jahren 1392 bis 1407 Ritter Dietrich von Bärwalde, einer der reichsten Edelleute des Landes, dem die ganze umliegende Gegend unter dem Namen der Herrschaft Kriebstein angehörte. Bevor die Herren von Bärwalde im 14. Jahrhundert die Burg gründeten, lebten sie auf einer Turmhügelburg, die sich im Dorf Bärwalde befand. Mit ihrer Gründung wurde die Burg Kriebstein Wohn- und Herrschaftssitz der Familie, deren Besitz bereits vor 1400 die Städte Waldheim und Hartha einschloss. Aufgrund der ersten urkundlichen Erwähnung der Burg, wonach Dietrich von Bärwalde sich im Jahr 1384 verpflichtete, den Grevenstein zu bauen, auf dem sein Vater gesessen, kann die heute stehende Burg zu wesentlichen Teilen als einheitlicher Bau Dietrichs angesehen werden. Kaum hatte jedoch Ritter Dietrich auf der neuen Burg seinen Wohnsitz aufgeschlagen, so wurde er in eine Fehde mit Staupitz von Reichenstein verwickelt, der Kriebstein belagerte und am Fastnachtsdienstage des Jahres 1415 mit stürmender Hand eroberte. Dietrich von Bärwalde war der Gefangenschaft entgangen und wandte sich an den Landesherrn Markgraf Friedrich mit der Bitte um Schutz und Hilfe. Der Markgraf zog darauf mit den Bürgern der Städte Freiberg, Rochlitz und Mittweida vor das Schloss und forderte den Ritter Staupitz zur Ergebung auf. Dieser aber hatte sich mit Vorräten aller Art und Mannschaft so wohl versehen, dass er dem Fürsten Trotz bot. Die Belagerung dauerte eine geraume Zeit, denn Staupitz war endlich gezwungen, aus Mangel an Lebensmitteln um Gnade zu bitten und tat es in derselben Stunde, wo der Markgraf an der Einnahme des Schlosses verzweifelnd bereits Anordnung zum Abzuge traf. Der erbitterte Fürst wollte an dem ungehorsamen Vasallen strenge Vergeltung üben, deshalb forderte er die Öffnung des Schlosses auf Gnade und Ungnade. Die Gemahlin des Staupitz bat den Markgrafen, dass wenigstens die Frauen mit den Kostbarsten, was sie tragen können, die Burg verlassen dürften. Als Friedrich der Streitbare dem zustimmte, dachte er wohl an das Geschmeide der Damen. Doch als sich am nächsten Morgen das Burgtor öffnete, trugen die Frauen ihre Männer auf den Rücken hinaus. Über diese listige Tat der treuen Frauen von Kriebstein war der Markgraf so gerührt, dass er Dietrich von Staupitz, der eigentlich den Tod verdient hätte, das Leben schenkte. Mit dem Erwerb der Burg durch Hugold III. Von Schleinitz begann 1465 die zweite wichtige Bauphase. Schleinitz als Obermarschall von Kurfürst Ernst und Herzog Albrecht beauftragte den wettinischen Hofarchitekten und Erbauer der Albrechtsburg zu Meißen, Arnold von Westfalen, für größere Um- und Erweiterungsbauten.
Der quadratische Kapellenraum ist durch ein Kreuzgewölbe in 4 Joche unterteilt. Im Zentrum bestimmt ein wuchtiger Mittelpfeiler den gesamten Raumeindruck. Die bodentiefen Fenster belichten den Raum von der Zschopauseite her. Die Burgkapelle ist vollständig ausgemalt. Das um 1410 datierte Werk ist bis auf einige kleine Zerstörungen fast vollständig erhalten geblieben. Mit den Darstellungen Marienkrönung, Marientod, Anbetungsszene und der überlebensgroßen apokalyptischen Madonna im Strahlenkranz dominiert die Marienthematik die Raumgestaltung. Weitere Darstellungen zeigen die Hölle mit dem Zug der Verdammten, die Seelenwägung, die Legenden vom Drachentöter St. Georg und dem heiligen Martin, der mit seinem Bettler seinen Mantel teilt, und über den Altar die Kreuzigungsszene. Die gotische Stube bildet das Erdgeschoss des hinteren Schlosses, das von Hugold III. Von Schleinitz in Auftrag gegeben worden war. Zusammen mit dem Küchenhaus und der Erneuerung des Wirtschaftsflügels ist es Teil des ersten grundlegenden Umbaus der Burg ab 1471. Der Wirtschaftsflügel mit dem neuen Tanzsaal und der Brunnenstube sowie das sogenannte hintere Schloss und das Küchenhaus erhielten zu dieser Zeit ihr charakteristisches Aussehen. Hugold III. Stammte aus dem sächsischen Adelsgeschlecht von Schleinitz. Er trat in den Dienst des sächsischen Kurfürsten Ernst von Sachsen und dessen Bruder Herzog Albrecht, die bis zur Leipziger Teilung 1485 gemeinsam regierten und ihn zu ihren Obermarschall und Rat ernannten. Am Ende seines Lebens fiel Schleinitz bei den beiden Wettinern aufgrund seines Eingreifens bei der Leipziger Teilung in Ungnade und zog sich auf seine Burg Kriebstein zurück, wo er im Januar 1490 verstarb. Nach dem Tod Hugolds von Schleinitz wechselten die Besitzer der Burg häufig. Erst im letzten Drittel des 17. Jahrhunderts nahm die Familie von Schönberg die Bautätigkeit auf der Burg wieder auf. Mit seiner bemerkenswerten Deckenhöhe von 5 Metern ist der sogenannte Rittersaal einer der repräsentativsten Räume des gotischen Wohnturms. Das Altarbild stammt aus der ehemaligen Schlosskirche zu Waldheim und zeigt Kurfürst Christian I. mit seinen Söhnen Christian II., Johann Georg I. und August sowie seiner Gemahlin Sophie, geborene Prinzessin von Brandenburg und Kurfürstin von Sachsen.
In diesem Raum wird der Restbestand der historischen Rüstkammer und der Wache auf der Burg Kriebstein gezeigt. Die leichten Waffen waren in der Rüstkammer weit oben im Wohnturm untergebracht. Die schwereren Waffen waren in der Wache vor dem Hungerturm direkt über der heutigen Burgschenke stationiert. Das Jagdzimmer ist Teil der Aufstockung der gesamten Etage im 17. Jahrhundert durch die Familie von Schönberg und zeigt deutlich einen Wandel der Wohnvorstellungen. Die großflächigen Fenster stellen Sichtbeziehungen her und sorgen für viel Licht. Im Jagdzimmer befindet sich der gleiche Wabenziegelfußboden wie in der gotischen Halle. Hier sind einheimische Jagdtrophäen, Jagdwaffen und ein seltenes Jagdhorn ausgestellt. Im Jahr 1825 erwarb Hans Karl von Arnim die Burg. Bereits 5 Jahre später wurden Teile der Burg Kriebstein für die Öffentlichkeit freigegeben. Bemerkenswert ist, dass die Familie von Arnim die Burg instand gehalten hat und auch größere Restaurierungsarbeiten erfolgten. Es war im Frühjahr 1944. Heinrich Graf von Lehnsdorf-Steinort weiß als Offizier bei der Heeresgruppe Mitte aus erster Hand, dass der Krieg nicht mehr zu gewinnen ist. Bald wird die haushoch überlegene Rote Armee ins Deutsche Reich einfallen. Doch wohin mit seinen auf dem ostpreußischen Schloss Steinort gesammelten Schätzen? Gut Steinort war seit 1420 im Besitz der Familie. Da war einiges zusammengekommen. Er bittet die befreundete Familie von Arnim um Rat. Sie sind Besitzer der sächsischen Burg Kriebstein und bieten diese als Versteck an. Ein Teil der Lehndorfschen Schätze wird noch 1944 in Eisenbahnwaggons nach Sachsen gefahren und auf Kriebstein eingelagert. Kurz bevor die Rote Armee auch in Sachsen einmarschiert, mauert der letzte Kammerdiener von Arnims in großer Hektik einige besonders wertvolle Stücke in einem Schornstein ein. Silber, Porzellan, Gold und einen großen Gobelin. Er arbeitet so eilig, dass einige Stücke dabei beschädigt werden. Damit wurde er aber immerhin zum Retter des Schatzes von Kriebstein. Im September 1945 wurde die Burg der Familie von Arnim im Rahmen der Bodenreform enteignet. Der versteckte Schatz im Kamin blieb aber unentdeckt. Bei einer Restaurierung des Schornsteins wurde der vergessene Schatz zufällig wiederentdeckt. Ein Teil davon wird in der Burg ausgestellt und weiterhin wurde eine Gedenkstätte für den Widerstandskämpfer Heinrich Graf von Lehnsdorf eingerichtet.
Eine Kostbarkeit der Burg Kriebstein ist das Kriebsteinzimmer. Es ist eine einzigartige, erhaltene, farbig gefasste Bohlenstube aus dem ersten Drittel des 15. Jahrhunderts. Der 3 mal 4,30 Meter umfassende Raum befindet sich im 3. Obergeschoss des Wohnturms. Mit der Wiederherstellung und Restaurierung des kompletten Raumes am Originalstandort wurde ein außergewöhnliches Kleinod mittelalterlicher Raumgestaltung geschaffen. Hugold III. Von Schleinitz beauftragte 1471 den Baumeister Arnold von Westfalen mit dem Neubau des Wirtschaftsflügels. Dabei entstand das neue Tanzhaus, jetzt großer Festsaal. Der gesamte Raum mit dem großen Fenstergewände zum Burghof trägt eigentlich die Handschrift Meister Arnolds, wurde aber historisch überformt, als Hans Henning von Arnim den Hofbaumeister Karl Moritz Hähnel mit größeren Umbauarbeiten im Wirtschaftsflügel beauftragte. Mit diesem wunderschönen historischen Hintergrund möchte ich mich dann ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt nun einen Einblick in die Geschichte der Burg Kriebstein erhalten, und hat euch das Video gefallen, dann würde ich mich natürlich wieder riesig über einen Daumen hoch freuen, und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgen-Video verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sag dann schon mal Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!